Ich muss sagen, Würsing ist jetzt nicht unbedingt mein Gemüse. Ich esse viel Gemüse, gerne Gemüse, aber Würsing gehört einfach nicht dazu. Aber es gibt die Würsing-Roulade, die eigentlich auch nicht auf meinem Speiseplan stand. Aber mit diesem Rezept, das hat mich abgeholt, das hat mich mitgenommen und das zeige ich euch heute. Herzlich willkommen zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Was wir dafür brauchen, seht ihr hier. Und zwar gemischte Pilze. Ich habe hier Shiitake-Pilze, ich habe Champignons, ich habe ein Kräuterseitling und Austernpilze. Ihr könnt auch Steinpilze nehmen oder was ihr gerade bekommen habt oder eventuell auch so eine gemischte Packung schon fertig kaufen. Wir brauchen 2 Schalotten, wir brauchen 3 Esslöffel Rinderfond oder Kalbsfond, Gemüsefond geht auch. Wir brauchen 50 Gramm fettarmen Reibekäse. Wir brauchen 200 Gramm fettarmen Frischkäse. Wir brauchen 2 Esslöffel Creme Légère. Und ein Würsingkohl, davon allerdings nur die äußeren großen Blätter. Und optional zusätzlich noch so ein bisschen Knoblauch. Insgesamt brauchen wir so etwa 250 Gramm gemischte Pilze. Und wie immer habe ich die Petersilie vergessen, die brauchen wir auch noch. Und abschmecken tue ich das alles natürlich wie immer mit Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Folgendes wird jetzt passieren. Von dem Würsing, da werde ich die äußeren Blätter abbrechen. Die werden kurz blanchiert. Das heißt in kochendes Wasser gelegt. Ich werde so 6, 7 Blätter nehmen. Also pro Blatt kommt eine Roulade raus. Das Wasser kocht schon. Für 3 Minuten in kochendes Wasser. Dann mit kaltem Wasser abschrecken und dann abtrocknen, das war's. Danach werde ich den Frischkäse vorbereiten, die Füllung. Und zwar werde ich die Schalotten in kleine Würfel schneiden und auch die Pilze. Beides werde ich dann kurz anschwitzen und mit dem Frischkäse verrühren. Da kommt auch so ein bisschen von dem geriebenen Käse dazu. Und das wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und wie gesagt, unsere Füllung dann. So, die Blätter ganz außen, die mache ich tatsächlich weg. Die möchte ich nicht essen, die werden auch ledrig, denke ich. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Das werde ich jetzt benutzen. Wird hier so abgeschält, vorsichtig. Ja. Und die werden dann blanchiert. Eine andere Methode ist, den Strunk hier anzuschneiden und dann von hier unten das Blatt abzureißen. Abzutrennen. Sabiduría, con el bendición de la vida, tan libre contigo en las montañas, cuando me bañas en el espíritu de tus labios, dulce de mi caña, tierra de mi vida. Fumo muchos sueños pa' que no te olvides, nadando en tus aguas y tu alma decides, mojadita en mis manos pa' que me respides. Belén, ven, guaguancó, Belén, ven, guaguancó. Die Schalotten und der Knoblauch, die werden ein bisschen angeschwitzt in der heißen Pfanne. Und dann kommen die Pilze dazu. Und wenn die dann zusammengefallen sind, dann müssen die so ein bisschen abkühlen. Und in der Zwischenzeit werde ich dann den Frischkäse vorbereiten.
Ein Teil von dem Reibekäse werden wir jetzt mit dem Crème Légère vermischen und beiseite stellen. Damit bestreichen wir nachher die fertigen Blätter, die fertigen Rouladen. Und den restlichen Reibekäse geben wir in eine Schüssel. Upsala. Machen den Frischkäse dazu. Und die Petersilie. Vermischen das und da kommen dann noch gleich die Pilze und die Schalotten dazu. Bisschen salzen und pfeffern. Hier an dem Strunk, da schneide ich so ein bisschen was weg, damit es flacher wird und einfach besser gerollt werden kann. Und dann wird ein Blatt so mit etwa 2 Esslöffeln gefüllt, an der Seite eingeschlagen und dann so zusammengerollt. Mal ein bisschen üben, aber das geht ganz gut. So. Wenn die Blätter zu groß sind, kann man hier natürlich einfach was wegschneiden. Und dann werden die hier in so einer Auflaufform nebeneinander aufgereiht. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, den Backofen auf 200 Grad vorzuheizen. So, die Crème Légère Mischung, die wird jetzt hier über die Rouladenblätter drüber gegeben, so ein bisschen verstrichen und dann geht es ab in den Backofen. Wenn die alle bedeckt sind, dann beträufeln wir die Blätter noch mit dem Fond. Wie gesagt, Rinderfond, Kalbsfond, Gemüsefond, was auch immer ihr da habt. Da geht es nur darum, dass da ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Flüssigkeit in der Schale drin ist, die im Übrigen auch vorher noch ausgefettet werden kann. Das habe ich tatsächlich jetzt vergessen. So. Und wer da noch so einen kleinen Geschmackskick dran haben möchte, der garniert die noch ein bisschen mit Parmesan. Und jetzt kommen die Schätzchen für 10 bis 15 Minuten mal reingucken zwischendurch in den Backofen und werden überbacken. Und ich darf wieder kosten. Oh, lecker. Dieser blanchierte Würsing, der hat noch so einen leichten Biss. Und mit diesem cremigen Frischkäse und den Pilzen, das ist auch ein geiles Mundgefühl. Und der Geschmack ist echt der Knaller. Also, wie gesagt, Würsing ist nicht mein Gemüse. Das Ding ist echt lecker. Und da sind wir heute pro Würsing-Roulade bei 2 Dingster. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte das so sein, lasst mir noch einen Daumen hoch da und ich freue mich, wie gesagt, und wie immer gesagt, über jedes einzelne Abo. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt mir treu, bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.